Hallo meine Freunde. Willkommen zurück bei Kostenlos Deutsch üben. Ich bin Eddie und heute sprechen wir über etwas sehr Einfaches, aber sehr Kraftvolles, die Morgengewohnheiten von fließenden Sprachlern. Ihr seht, viele Menschen denken, dass Sprachfluss nur aus Grammatikbüchern, langen Lernstunden oder schwierigen Lektionen kommt. Aber das ist nicht wahr. Sprachfluss wächst langsam wie ein Baum. Und die Wurzeln dieses Baumes sind deine täglichen Gewohnheiten. Die Art, wie du deinen Tag beginnst, ist wichtig. Sie ist bedeutsam. Deine Morgenenergie, dein Fokus und deine Gedanken formen dein Sprachenlernen mehr, als du dir vorstellst. Vielleicht hast du viele Wege versucht, um dein Deutsch zu verbessern. Du hast Apps heruntergeladen. Du hast Videos geschaut. Du bist in Kurse gegangen und hast vielleicht sogar im Ausland gelebt. Aber manchmal fehlt noch immer etwas. Du zögerst immer noch, wenn du sprichst. Du machst Pausen. Du übersetzt immer noch in deinem Kopf. Du fühlst dich immer noch nervös in Gesprächen. Was, wenn das fehlende Puzzleteil nicht eine neue Methode ist, sondern ein neuer Morgen? Ja, ein neuer Morgen. Was, wenn kleine, einfache Handlungen jeden Morgen langsam die Art und Weise verändern könnten, wie du über Deutsch und über dich selbst denkst? Darum geht es in der heutigen Folge. Ich werde mit dir 7 Gewohnheiten teilen, die fließende Deutschsprecher oft in ihrem Morgen haben. Und keine Sorge, sie sind alle einfach. Du kannst sie zu Hause, im Bus oder sogar beim Zähneputzen machen. Du brauchst nicht viel Zeit. Du brauchst nur ein wenig Kontinuität. Also, mach es dir bequem. Hol tief Luft und lass uns gemeinsam deinen deutschen Morgen beginnen. Okay, Gewohnheit Nummer 1, beginne den Tag auf Deutsch. Fließende Deutschsprecher beginnen ihren Tag oft auf Deutsch. Von dem Moment an, in dem sie aufwachen, versuchen sie, eine Verbindung zur Sprache herzustellen. Es kann sehr klein sein. Sie denken vielleicht ein paar Sätze auf Deutsch. Sie sagen vielleicht, Guten Morgen, Welt. Sie flüstern vielleicht, Zeit, meinen Tag zu beginnen. Sie reden vielleicht sogar mit sich selbst darüber, was sie sehen. Wenn du aufwachst, ist dein Gehirn frisch. Es ist still in deinem Kopf. Das ist der perfekte Moment, um es mit Deutsch zu füllen. Du kannst beschreiben, was du fühlst. Ich fühle mich müde. Mein Zimmer ist kalt. Ich kann die Vögel draußen hören. Einfache Gedanken wie diese trainieren langsam dein Gehirn, auf Deutsch zu denken. Wenn du Deutsch mit deinem echten täglichen Leben verbindest, hört es auf, nur ein Fach zu sein. Es wird ein Teil von dir. Du musst nicht perfekt sprechen. Du brauchst keine langen Sätze. Beginne einfach deinen Tag mit deutschen Wörtern, sogar nur 3 oder 4 Sätze. Du könntest auch eine kurze Nachricht auf deinem Handy schreiben. Vielleicht so etwas wie, heute werde ich freundlich sprechen und positiv bleiben. Es ist egal, was du schreibst. Was zählt, ist, dass dein Gehirn beginnt, die Sprache zu leben, bevor der Tag überhaupt beginnt. Mit der Zeit verändert diese Gewohnheit alles. Du hörst auf zu übersetzen. Du beginnst, Deutsch zu fühlen, anstatt darüber nachzudenken. Alles klar, Gewohnheit Nummer 2, höre zu, während du einfache Dinge tust. Viele fließende Sprecher nutzen die kleinen, ruhigen Momente ihres Morgens zum Zuhören. Wenn sie Frühstück machen, hören sie einen deutschen Podcast. Wenn sie sich die Zähne putzen,
hören Sie eine kurze Geschichte oder ein deutsches Lied. Wenn Sie zur Arbeit gehen, hören Sie einen deutschen Vortrag. Sie warten nicht auf perfekte Stille oder ein Klassenzimmer. Sie nutzen alltägliche Momente. Zuhören ist wie eine Pflanze gießen. Wenn du es jeden Tag ein bisschen machst, bleibt dein Gehirn lebendig und frisch. Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht alles verstehst. Das musst du nicht. Selbst wenn du nur die Hälfte verstehst, lernen deine Ohren. Dein Gehirn gewöhnt sich an den Rhythmus, den Ton und die Aussprache. Mit der Zeit wirst du beginnen, Phrasen zu erkennen, Muster zu identifizieren und Bedeutungen zu erraten, ohne zu übersetzen. So hören fließende Menschen zu, nicht um zu lernen, sondern um die Sprache zu fühlen. Du kannst etwas Kurzes wählen, wie 5 oder 10 Minuten. Das Geheimnis ist nicht die Länge, sondern die Routine. Wenn du jeden Morgen mit ein paar Minuten deutschen Klangs beginnst, wird dein Gehirn natürlich in den Deutschmodus schalten. Später am Tag, wenn du sprechen musst, wirst du merken, dass deine Sätze schneller und flüssiger herauskommen. Morgendliches Zuhören schafft eine ruhige, selbstbewusste Verbindung mit der Sprache. Es wird Teil deines Lebens, nicht Teil deiner Hausaufgaben. Alles klar. Gewohnheit Nummer 3, lies etwas Kleines, aber konsistent, jeden einzelnen Tag. Fließende Sprecher lieben es auch, morgens zu lesen. Sie lesen nicht stundenlang. Sie lesen nur ein bisschen. Vielleicht eine Seite. Vielleicht einen kurzen Artikel, vielleicht ein paar inspirierende Zeilen, ein paar motivierende Sätze. Lesen am Morgen hilft dir, deinen Geist mit deutschen Wörtern aufzuwecken. Du fühlst keinen Druck. Du lernst nicht. Du liest einfach etwas, das dich neugierig oder glücklich macht. Du kannst über Reisen, Motivation, Kochen, Sport oder alles, was dir gefällt, lesen. Das Thema ist egal. Was zählt, ist, dass es dir gefällt. Okay. Wenn du gerne liest, entspannt sich dein Gehirn und deutsche Wörter bleiben länger in deiner Erinnerung. Du kannst ein kleines deutsches Buch neben deinem Bett liegen haben oder du kannst auf deinem Handy lesen. Selbst 2 oder 3 Minuten reichen aus. Versuche, dies zu einer Gewohnheit zu machen. Zum Beispiel, jeden Morgen, nachdem du Wasser oder Kaffee getrunken hast, lies einen Absatz auf Deutsch. Es wird zu einem kleinen, angenehmen Ritual. Allmählich, Schritt für Schritt, wirst du bemerken, dass du schneller verstehst und neue Wörter automatisch Sinn ergeben. Du wirst auch anfangen, mehr auf Deutsch zu denken, weil Lesen deine Gedanken nährt. Es ist, als würdest du deinem Gehirn jeden Tag ein weiches deutsches Frühstück geben. Gewohnheit Nummer 4, sprich laut, sogar mit dir selbst. Diese hier mag sich lustig anhören, aber sie ist eine der effektivsten. Fließende Sprecher reden oft mit sich selbst. Ja, wirklich. Sie beschreiben, was sie tun, was sie fühlen oder was sie planen. Sie sagen Dinge wie, ich koche etwas Wasser. Ich muss meine Schlüssel finden. Ich freue mich auf heute. Es ist egal, ob niemand zuhört. Es ist egal, ob du Fehler machst. Lautes Sprechen hilft deinem Mund und deinem Verstand, zusammenzuarbeiten. Wenn du sprichst, üben deine Zunge, Lippen und Muskeln, deutsche Laute zu formen. Du gewöhnst dich daran, deine eigene Stimme auf Deutsch zu hören. Du beginnst, natürlich zu klingen. Wenn du schüchtern bist, kannst du das leise tun oder so tun, als ob du mit einem Freund sprichst. Das Ziel ist nicht, perfekt zu klingen. Das Ziel ist,
deine Gedanken mit deiner Stimme zu verbinden. Versuche jeden Morgen, ein paar Dinge auf Deutsch zu sagen. Vielleicht, wenn du Tee machst, sag: Ich liebe den Geruch von Tee. Wenn du in den Spiegel schaust, sag: Ich sehe bereit für den Tag aus. Diese kleinen Momente machen mit der Zeit einen großen Unterschied. Gewohnheit Nummer 5: Wiederhole etwas, das du zuvor gelernt hast. Fließende Deutschsprecher wissen, dass es nicht reicht, etwas einmal zu lernen. Sie verstehen, dass Wiederholung Gedächtnis aufbaut. Deshalb verbringen viele von ihnen ein paar Minuten am Morgen damit, etwas Altes zu wiederholen. Vielleicht schauen sie sich neue Wörter von gestern an. Vielleicht wiederholen sie ein paar nützliche Ausdrücke. Vielleicht hören sie nochmal ein kurzes Video, das sie vorher gesehen haben. Wenn du morgens wiederholst, ist dein Gehirn noch ruhig. Du erinnerst dich schneller an Dinge. Fließende Sprecher wissen, dass Wiederholung nicht langweilig ist. Sie ist klug. So lassen sie Deutsch natürlich und automatisch wirken. Alles klar. Gewohnheit Nummer 3: Lies etwas Kleines, aber konsistent, jeden einzelnen Tag. Fließende Sprecher lieben es auch, morgens zu lesen. Sie lesen nicht stundenlang. Sie lesen nur ein bisschen. Vielleicht eine Seite. Vielleicht einen kurzen Artikel, vielleicht ein paar inspirierende Zeilen, ein paar motivierende Sätze. Lesen am Morgen hilft dir, deinen Geist mit deutschen Wörtern aufzuwecken. Du fühlst keinen Druck. Du lernst nicht. Du liest einfach etwas, das dich neugierig oder glücklich macht. Du kannst über Reisen, Motivation, Kochen, Sport oder alles, was dir gefällt, lesen. Das Thema ist egal. Was zählt, ist, dass es dir gefällt. Okay. Wenn du gerne liest, entspannt sich dein Gehirn und deutsche Wörter bleiben länger in deiner Erinnerung. Du kannst ein kleines deutsches Buch neben deinem Bett liegen haben oder du kannst auf deinem Handy lesen. Selbst 2 oder 3 Minuten reichen aus. Versuche, dies zu einer Gewohnheit zu machen. Zum Beispiel, jeden Morgen, nachdem du Wasser oder Kaffee getrunken hast, lies einen Absatz auf Deutsch. Es wird zu einem kleinen, angenehmen Ritual. Allmählich, Schritt für Schritt, wirst du bemerken, dass du schneller verstehst und neue Wörter automatisch Sinn ergeben. Du wirst auch anfangen, mehr auf Deutsch zu denken, weil Lesen deine Gedanken nährt. Es ist, als würdest du deinem Gehirn jeden Tag ein weiches deutsches Frühstück geben.